Wie können wir am wirkungsvollsten Gutes tun? Diese Frage beantwortet der effektive Altruismus mit rationalen Argumenten und wissenschaftlicher Forschung. Zu den berühmten Befürwortern des effektiven Altruismus zählen die Philosophen Peter Singer, William MacAskill und Toby Ord, aber auch Unternehmer wie Bill Gates, Dustin Moskovitz und der mittlerweile wegen Betrugs verurteilte Sam Bankman-Fried. Welche Grundprinzipien effektive Altruisten vertreten, wie die globalen Probleme unserer Zeit am effektivsten gelöst werden können und was man am effektiven Altruismus kritisieren kann, erfährst du in diesem Video. Der effektive Altruismus beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir unsere Zeit und unser Geld optimal einsetzen, um möglichst vielen empfindungsfähigen Wesen möglichst wirkungsvoll zu helfen. Der Begriff bezeichnet eine Philosophie, ein Forschungsfeld und eine soziale Bewegung. Die Philosophie des effektiven Altruismus steht dem Utilitarismus nahe. Im Utilitarismus geht es darum, das größte Glück der größten Zahl, also möglichst viel Freude und möglichst wenig Leid für alle Betroffenen herbeizuführen. Die Reduzierung von Leid und die Erhöhung von Lebensqualität wird auch im effektiven Altruismus als gut und wünschenswert angesehen. Der effektive Altruismus hält es für eine moralische Pflicht, Gutes zu tun, und zwar mit maximaler Wirksamkeit. Ziel ist es, die begrenzten Ressourcen, Zeit und Geld möglichst effektiv zur Verbesserung des Lebens möglichst vieler empfindungsfähiger Wesen, Menschen, Tiere und zukünftiger Personen einzusetzen. Das Forschungsfeld des effektiven Altruismus ermittelt hierzu die wichtigsten globalen Probleme und besten Lösungswege. Wohltätiges Handeln soll auf empirische Ergebnisse und rationale Argumente gestützt werden, nicht auf Gefühle. Berücksichtigt werden Grenznutzen, statistische Analysen, randomisierte, kontrollierte Studien und logische Modelle. Als wichtigste globale Probleme gelten Krankheiten, existenzielle Risiken, welche durch einen Atomkrieg, extremen Klimawandel, globale Pandemien oder künstliche Intelligenz entstehen können, Armut und Massentierhaltung. Die soziale Bewegung des effektiven Altruismus möchte auf der Grundlage dieser Erkenntnisse möglichst viel Gutes tun. Die Bewegung entstand um 2010 an der Universität Oxford, ist aber mittlerweile weltweit verbreitet und umfasst Zehntausende von Menschen in mehr als 70 Ländern. Zu den Gründern gehören unter anderem William MacAskill, Toby Ord und Peter Singer. Folgende 3 Grundsätze werden im effektiven Altruismus befolgt, um möglichst vielen empfindungsfähigen Wesen möglichst effizient zu helfen. Die Kosten-Nutzen-Analyse von Maßnahmen und Spenden, die Priorisierung von globalen Problemen sowie die Unparteilichkeit gegenüber Personen, Ländern und Generationen. Betrachten wir diese Grundsätze einmal genauer. Im effektiven Altruismus spielen Gefühle bei Handlungsentscheidungen keine Rolle. Nicht Mitleid motiviert das Handeln, sondern rationales Denken. Mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse wird ermittelt, was rational am sinnvollsten ist, um möglichst viel Gutes zu bewirken. Ein wichtiger Bestandteil des effektiven Altruismus ist das effektive Spenden. Die Organisation Giving What We Can gehört zum Center for Effective Altruism der Universität Oxford. Ihre Mitglieder verpflichten sich dazu, mindestens 10% ihres Einkommens für effektive Hilfsprojekte zu spenden. Hilfsorganisationen werden auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten mithilfe einer Kostenwirksamkeitsanalyse evaluiert. Die US-amerikanische Organisation GiveWell ermittelt beispielsweise, welche Wohltätigkeitsorganisationen am effektivsten sind und ihre Ziele am besten erreichen. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, was eine bestimmte Hilfsorganisation schon erreicht hat, sondern auch, was sie zukünftig mit einer Spende erreichen kann. Auf der Grundlage dieser Evaluierung können Spender dann an Organisationen spenden, bei denen ihr Geld möglichst viel Gutes bewirkt. Eine der von GiveWell am höchsten bewerteten Organisationen ist die Against Malaria Foundation. Diese Hilfsorganisation verteilt mit Insektiziden behandelte Malarianetze in Entwicklungsländern und beugt damit kostengünstig Malariaerkrankungen vor. Auch bei der Berufswahl wird eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Ein Teil des Center for Effective Altruism der Universität Oxford ist die altruistische Karriereberatung 80.000 Hours.
Diese gemeinnützige Organisation erforscht, welche Berufe die größten positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und bietet auf der Grundlage dieser Forschung Karriereberatung an. Als Arzt, ein klassischer altruistischer Beruf, kann man möglicherweise weniger Gutes tun als in einem hochbezahlten anderen Beruf. Das Earn-to-Give-Prinzip sieht vor, eine hochbezahlte Karriere anzustreben, um möglichst viel Geld für wohltätige Zwecke spenden zu können. Selbst potenziell unmoralisches Verhalten in einer hochbezahlten Karriere, zum Beispiel als Investmentbanker, kann so gerechtfertigt werden. Schlägt nämlich kein effektiver Altruist diese moralisch nicht einwandfreie Karriere ein, so tut dies ein anderer und verursacht den gleichen Schaden, jedoch ohne große Beträge effektiv zu spenden. Viele effektive Altruisten halten indirekte Maßnahmen wie Forschung oder Spenden für wirkungsvoller als die direkte Arbeit an der Lösung globaler Probleme. Politischer Aktivismus wird demzufolge häufig als ineffektiv und unbeständig betrachtet. Um möglichst viel Gutes zu bewirken, ist zunächst die Priorisierung globaler Probleme wichtig. Im effektiven Altruismus werden daher nicht nur Hilfsorganisationen und Hilfsmaßnahmen innerhalb bestimmter Themenfelder auf ihre Effizienz hin überprüft, sondern auch unterschiedliche Themenfelder kritisch analysiert und verglichen. Innerhalb der Bewegung des effektiven Altruismus forschen mehrere Organisationen an der Priorisierung globaler Probleme, um die Verschwendung knapper Hilfsressourcen vermeiden zu können. Am Anfang der Überlegungen steht also kein bestimmtes Problem wie Armut, Tierwohl oder Bildung. Vielmehr wird bereits das Problem selbst nach Effizienzgesichtspunkten ausgewählt. Berücksichtigt werden hierbei unter anderem die Größe, die Lösbarkeit und der Grad der Vernachlässigung eines Problems. Zu den wichtigsten globalen Problemen zählen laut effektivem Altruismus Krankheiten, Armut, Massentierhaltung sowie existenzielle Risiken durch einen Atomkrieg, extremen Klimawandel, globale Pandemien oder künstliche Intelligenz. Diese Probleme weisen ein großes Potenzial für Leidminderung auf bzw. könnten ein potenzielles zivilisatorisches Risiko für zukünftige Generationen darstellen. Das Open Philanthropy Project ist eine US-amerikanische Forschungs- und Vergabestiftung, die Zuschüsse auf der Grundlage der Prinzipien des effektiven Altruismus vergibt. Ihr Vermögen beträgt laut Gründer Dustin Moskovitz 16 Milliarden $. Open Philanthropy konzentriert sich auf Zukunftsprojekte, die gleichzeitig große Chancen und Risiken für die Menschheit mit sich bringen. Erforscht und gefördert werden Themengebiete wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Genomforschung oder Massenvernichtungswaffen. Effektive Altruisten halten das Leben aller Menschen für gleich wertvoll. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert, egal wo und wann es existiert. Zwar ist es auch im effektiven Altruismus vernünftig, sich zunächst um die eigene Familie, Freunde und das eigene Leben zu kümmern. Die verbleibenden Ressourcen, Zeit und Geld, sollten dann aber genutzt werden, um so viel Gutes wie möglich zu tun. Hierbei werden die Interessen aller Menschen gleichwertig berücksichtigt. Für unsere moralische Pflicht zu helfen, spielt es also keine Rolle, wo die Menschen leben, die unsere Hilfe benötigen. Räumliche Distanz rechtfertigt keine moralischen Unterschiede. Wir sind moralisch verpflichtet, den ärmsten Menschen in der Welt durch effektives Spenden zu helfen. Wie diese Pflicht begründet wird, erkläre ich ausführlich im Video Effektiver Altruismus – Das Kind im Teich. Den Link findest du in der Infobox. Besondere Beachtung finden im effektiven Altruismus Gruppen, die ihre eigenen Interessen selbst nicht ausreichend schützen können. Viele effektive Altruisten vertreten die Ansicht, dass die Interessen von Tieren das gleiche moralische Gewicht haben wie vergleichbare Interessen von Menschen. Sie setzen sich daher auch für die Vermeidung von Tierleid, zum Beispiel in der Massentierhaltung, ein. Der sogenannte Longtermismus ist ein weiteres wichtiges Konzept des effektiven Altruismus. Longtermisten, beispielsweise William MacAskill, schreiben Menschen in der Zukunft denselben moralischen Wert zu wie heute lebenden Menschen. Die Priorität liegt demzufolge auf der Verringerung existenzieller Risiken für die zukünftige Menschheit. Das Konzept des Longtermismus werde ich in einem separaten Video ausführlich darstellen. Schauen wir uns nun einmal an 3 konkreten Beispielen an, wie wir laut effektivem Altruismus am wirkungsvollsten helfen können. Du möchtest als junger Mensch Gutes tun und engagierst dich ehrenamtlich in deiner Stadt.
Laut effektivem Altruismus solltest du jedoch lieber alle deine Ressourcen in die eigene Karriere stecken. So kannst du später mehr Geld verdienen, welches du an effektive Hilfsorganisationen spenden kannst. Die Organisation 80.000 Hours berät junge Menschen bei ihrer Karriereplanung, sodass sie möglichst viel Gutes tun können. Du möchtest blinde Menschen unterstützen und überlegst dir, Geld an einen Verein in Deutschland zu spenden, welcher die Ausbildung von Blindenführerhunden finanziert. Laut effektivem Altruismus kann dein Geld jedoch in Entwicklungsländern sehr viel mehr Gutes bewirken. Die Verabreichung hochdosierter Vitamin-A-Kapseln kann das Leben von Kleinkindern in Entwicklungsländern retten und sie vor Erblindung schützen. Mit dem Geld, das in Deutschland für die Ausbildung eines Blindenführerhundes benötigt würde, können in Afrika oder Asien ca. 10.000 Kinder für ein Jahr mit Vitamin A versorgt werden. Du hast 50 € zur Verfügung und möchtest hiervon Kindern in Kenia eine Schulbildung ermöglichen. Anstatt einem Kind die Schulgebühren für ein Jahr zu bezahlen, ist es wesentlich effektiver, Entwurmungsprogramme für Kinder zu finanzieren. Wurmerkrankungen gehören zu den häufigsten Infektionen weltweit und können insbesondere bei Kindern zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Mit 50 € können mehr als 50 Kinder pro Jahr entwurmt werden, sodass sie nicht schwer erkranken und am Unterricht teilnehmen können. Der effektive Altruismus beruht auf nüchternen wissenschaftlichen Analysen und scheint der ideale Weg zu sein, um möglichst viel Gutes zu bewirken. Es gibt aber auch viel Kritik an dem Konzept. Theologen und Ethiker argumentieren, dass die Abwägung und Aufrechnung von menschlichem Leid und Leben zur Entmenschlichung beitragen kann und in vielen Fällen kontraintuitiv ist. Spendengelder dürften theoretisch nur in Entwicklungsländer fließen, wo das Geld am effektivsten eingesetzt werden kann. Empathie und lokale Hilfsprojekte blieben so auf der Strecke. Ein effektiver Altruist dürfte streng genommen keine obdachlosen Menschen in Deutschland oder lokalen Sport- oder Kulturvereine unterstützen. Auch wäre es theoretisch sinnvoller, aus einem brennenden Haus nicht das Kleinkind zu retten, sondern den Picasso. Durch den Verkauf des wertvollen Gemäldes könnten nämlich sehr viel mehr Menschenleben gerettet werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der effektive Altruismus nur die Symptome der globalen Probleme bekämpft, nicht deren Ursachen. Effektive Altruisten setzen sich nicht für die Veränderung politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und Strukturen ein, dass sie politischen Aktivismus für ineffektiv halten. Es wird zwar die Armut in Entwicklungsländern bekämpft, nicht aber die Organisation der Weltwirtschaft. Die eigentlichen strukturellen Probleme und Ungerechtigkeiten bleiben auf diese Weise erhalten. Zudem wird dem effektiven Altruismus vorgeworfen, dass der Zweck die Mittel heiligt und auch unmoralisches Verhalten gerechtfertigt werden könne. Das Earn-to-Give-Prinzip erlaubt die Anhäufung enormer Vermögen, um mehr Geld für wohltätige Projekte spenden zu können. Der bekannte Unternehmer und Kryptohändler Sam Bankman-Fried erlangte mit seiner Firma FTX ein Vermögen von 26,5 Milliarden $. Als Vertreter des effektiven Altruismus versprach er, den Großteil des Geldes für wohltätige Zwecke zu spenden. Im November 2023 wurde er wegen schweren Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Bankman-Fried setzte sich zwar aktiv für die Lösung sozialer Probleme ein, trug aber durch sein Handeln gleichzeitig selbst zur Entstehung struktureller Probleme und Ungerechtigkeiten bei. Zudem lassen sich nicht alle Wirkungen genau beziffern und alle globalen Probleme klar identifizieren. Besonders langfristige Folgen und zukünftige Probleme sind schwer zu prognostizieren. Dennoch konzentriert sich der sogenannte Long-Termismus auf die Rettung zukünftiger Generationen und vernachlässigt dabei die Bedürfnisse heute lebender Menschen. Die Kritik am Long-Termismus stelle ich ausführlich in einem separaten Video dar. Wie ist deine Meinung? Ist der effektive Altruismus ein sinnvoller Weg, um möglichst viel Gutes zu bewirken? Wenn du effektiv lernen und gleichzeitig meine Arbeit unterstützen möchtest, schau jetzt im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!